Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute haben wir für euch das Sidemark Mini M-Spec Solar M3. Im Lieferumfang dieses Micro Red Dots befindet sich natürlich der Verpackungskarton, der innen schön mit Schaumstoff ausgepolstert ist, ein Handbuch, ein Linsenreinigungstuch und ein Montagewerkzeug. Beim M3, das M2 haben wir euch ja schon in einem vorherigen Video vorgestellt, ist der Körper auch aus hart anodisiertem Aluminium hergestellt, und zwar der Güte 6061. Die Optik ist 41 mm lang, 28 mm hoch und 28 mm breit und wiegt 85 Gramm. Höhe und Breite sind jeweils ohne diese Montageplatte für Picatinny, die ihr hier seht. Die Stromversorgung ist geregelt über eine CR1620 Batterie, die ungefähr 20.000 Stunden aushält, und die gesamte Optik ist IP67 klassifiziert, das heißt, sie ist annähernd vollkommen staub- und wasserdicht. Die Objektivscheibe beträgt 20 x 15 mm und sorgt für ein ganz ordentliches Sichtfeld, das jetzt ein bisschen kleiner ist als bei manch anderer Optik, aber dafür sind auch die Wandstärken relativ gering. Also man hat da keinen Tunnelblick oder so, das funktioniert wirklich einwandfrei auf einer Kurzwaffe. Die Mini M-Spec Solar Serie hieß natürlich nicht Solar Serie, hätte sie keine Solarplatte integriert. Die Solarplatte ist hier auf dem Dach, nenne ich es mal, der Optik integriert und sorgt dafür, dass, wenn keine Batterie eingesetzt ist oder die Batterie erschöpft ist, dass die Optik weiterhin mit Sonnenlicht betrieben werden kann. Ist eine Batterie eingesetzt, wird diese Stromquelle zuerst entleert und kann dann, sollte diese eben ausfallen, durch Solarenergie ersetzt werden. Höhen- und Seitenverstellung der Optik werden hier über kleine Schräubchen gesetzt, die vor dem Fenster und rechts an der Seite angebracht sind, und die verfügen über einen Schlitz, sodass sie mit einem kleinen Schraubendreher bedient werden können. Hier ist keine Klickrasterung eingebracht, sondern ein kleiner Pfeil auf der Drehscheibe und außen eine Skala, so dass ich die in 1 MOA Schritten verdrehen kann. Die Punktgröße des M3 ist 3 MOA, das heißt auf 100 Meter sind das so roundabout 10 cm, und die ist vollkommen ausreichend, wenn ich zum Beispiel das auf einer Langwaffe verwenden möchte oder auch auf einer Kurzwaffe. Das Mini M-Spec Solar M3 verfügt über keine manuelle Helligkeitseinstellung, sondern hier vorne befindet sich ein Helligkeitssensor, der das Umgebungslicht analysiert und dann den Punkt dementsprechend in der Helligkeit anpasst. Hierbei ist uns aufgefallen, dass das verhältnismäßig langsam funktioniert. Dieses Feedback haben wir natürlich gleich an Sidemark weitergegeben und die Leute arbeiten da schon dran. Uns ist einfach aufgefallen, dass, wenn wir zum Beispiel in der Vorhalte stehen und der Boden verhältnismäßig dunkel ist und die Scheibe erhellt, dann wird der Punkt nach unten gedimmt, und wenn ich dann schnell auffahre ins Ziel, ist die Reaktionszeit des Sensors verhältnismäßig langsam gewesen. Es ging, aber es war verhältnismäßig langsam, aber die Leute von Sidemark sind da sehr, sehr lernfähig und die freuen sich auch über Feedback, also arbeiten die schon bereits daran. Wie beim M2 auch ist die Montagelösung vom M3 vielleicht ein bisschen eigentümlich, aber nicht schlecht gelöst. Sondern hier geht es eben darum, dass ich möglichst viele Montagemöglichkeiten habe, also auf den verschiedensten Montagesystemen und auch Pistolensystemen, und kann trotzdem die Bauhöhe möglichst gering halten.
Ich zeige euch das jetzt mal. Hier befindet sich eine Torx-Schraube. Das ist ein Torx 10. Wenn man den richtigen Schraubendreher nimmt, ist man auf jeden Fall besser. Den kann man einfach aufschrauben. Die Klemmbacke ist gefedert. Und dann kann ich die Optik einfach abnehmen. Auf der anderen Seite befinden sich jetzt hier zwei kleine Schlitzschräubchen. Diese Schlitzschräubchen, die öffne ich einfach. Und dann kann ich die eigentliche Optik von der Montageplatte entfernen. Hier befindet sich jetzt eine Adapterplatte drauf, in so einer T-Form. Die ist auch wieder mit zwei Torx-Schräubchen gesichert. Die kann ich ganz einfach entnehmen. Und dann kann ich die Montageplatte entnehmen. Und die hat einen RMS-C Footprint. Ich kann jetzt einfach diese Picatinny-Montageplatte auf die Seite packen und kann jetzt diese Adapterplatte zum Beispiel auf einer Glock Moss montieren und dann einfach die Optik wieder aufsetzen und fixieren. Dadurch habe ich eine sehr, sehr niedrige Montagehöhe und die Optik trägt dann auf eine Pistole sehr, sehr gering nur auf. Sidemark rät jetzt dazu, diese Senkkopfschräubchen, die hier mitgeliefert sind, durch die originalen Senkkopfschräubchen, die mit der Pistole mitgeliefert werden, zu ersetzen. Es werden aber auch noch kürzere Schräubchen im Lieferumfang mitgeliefert, genau für diese Montage auf zum Beispiel Moss Glocks. Nach Herstellerangaben ist diese Optik schussfest bis Kaliber 45 ACP. Mit Erlaubnis des Herstellers haben wir das natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben und haben das mal wirklich unter einer Full-Load-Ladung 44 Magnum getestet mit ungefähr 1350 Joule. Das ist eine Vorgabe zum Beispiel für die Disziplin Super Magnum im BDMP. Also ich brauche 1200 Joule Minimum und mindestens 44 Magnum als Kaliber. Und auch das hat die Optik hervorragend weggesteckt. Wir haben sie nach 20 Schuss 44 Magnum mit wirklich Vollgas nochmal auf diesen 38er Revolver montiert und haben dann nochmal die Nullstellung ausprobiert und die hat einwandfrei Zero gehalten und auch vom Streukreis her war nicht zu sehen, dass jetzt irgendwas an der Optik beschädigt worden wäre. Auch den Rückstoßimpuls auf einer Glockpistole hat es wirklich sehr gut ausgehalten, was ja auch immer so ein bisschen kritisch ist, gerade bei so geschlossenen Optiken, also mit geschlossenem LED-Emitter, da die verhältnismäßig starr sind, dass sie gerne, wenn der Schlitten auf der Rückseite aufläuft und bevor er wieder nach vorne schnellt, dass da die Dioden zerstört werden oder zumindest beschädigt werden oder ihren Nullpunkt nicht halten. Das Problem hatten wir hier nicht, obwohl die Höhen- und Seitenverstellung zum Beispiel hier nicht mit Sperrschrauben wie jetzt bei anderen Optiken gesichert werden. Unser Fazit zum Sidemark Mini-Shot M-Spec Solar M3. Am Anfang ist die gesamte Bauform dieser Optik ein bisschen ungewöhnt gewesen für mich. Ich schieße eigentlich, wenn ich Optiken auf Kurzwaffen schieße, nur Open Emitter Sights, also wirklich kleine mit einfach nur einer Glasscheibe. Hierbei handelt es sich aber um ein tatsächlich sehr, sehr kompaktes Rotpunktvisier in geschlossener Bauform, wovon ich mir einfach erhoffe, dass es sehr, sehr robust ist. Diesen Eindruck hat es auch wirklich gemacht. Also beim Härtetest mit dem 44 Magnum Revolver konnten wir keinerlei Schwächen der Optik feststellen. Die Wandstärke ist sehr gering, wodurch ich keinen Tunnelblick habe und ich kann den Punkt sehr fein aufnehmen. Das einzige Manko, das wir feststellen konnten, war die langsame Reaktionszeit des Lichtsensors. Aber wenn Sidemark sagt, sie arbeiten daran, dann sind wir sicher, dass da in der nächsten Version ein tolles Produkt rauskommt. Weitere Infos zu der Optik findet ihr auf der Website von Sidemark und beziehen könnt ihr es natürlich überall dort, wo ihr auch eure anderen Sidemark-Produkte bekommt.
Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung zu Red Dots auf Kurzwaffen, vor allem im Allgemeinen, oder zu den Sidemark-Optiken, falls ihr welche benutzt? Uns würde eure Meinung interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und klingelt die Glocke. Wir sind raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.